Hallo und guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie auf dem Kanal RawVideo bei Sida für spontane, improvisative, dokumentarische und authentische Videos. Ich bin Klaus von der älteren Generation, der Babyboomer auf dem Weg ins Online. Und das ist auch das Programm dieses Kanals, dieses Vlogs, dieses Channels, in dem es darum geht, die Transformation in die digitale Gesellschaft, die sich hier bei mir im Kleinen vollzieht, an der ich mitwirke und partizipiere, die zu dokumentieren und festzuhalten und zu beobachten, inwieweit ich mich dadurch auch verändere. Also ich bin also ein bisschen Altersforscher in eigenen Angelegenheiten, könnte man sagen. Wir haben heute den 8.2. meine ich, und wir haben jetzt gleich 10 nach 8. Ja, das technische Ausstattung wie gehabt, wie bisher auch, wie gestern und vorgestern und so. Ja, 5 Hauptpunkte. Heute habe ich einen großen Hauptpunkt online. Da habe ich viel zu erzählen, weil gestern ist viel passiert. Also fangen wir an, Anlauf. Also die digitale Gesellschaft, die kommt so mit einem Schwung, also mit einem großen Arbeitsaufwand, und dann hast du wieder monatelang Ruhe oder vielleicht auch jahrelang, wo alles so im gleichmäßigen Trott stattfindet. So war das jetzt hier auch. Also ich habe hier über Jahre immer dasselbe System gefahren, denselben PC, ich war glücklich und zufrieden damit, und gestern kam dann so eine abrupte, nicht vorhersehbare, auch nicht geplante, teils gewollte, teils angestoßene, ja, Informationslawine von außen auf mich zu. Ich hatte ja vor ein paar Tagen das Windows 10 Pro erworben, dafür sensationeller, günstiger 18 Euro. Da war ich auch erstmal skeptisch. Dann habe ich herausgefunden, ja, ich kann von meinem System kann ich auf Pro updaten, da brauche ich eine andere Version. Ich hatte also eine Vollversion und dafür habe ich auch einen Key für eine Vollversion von Windows Pro. Mit der kann man zwar auch updaten, aber nicht in die Richtung, wo man sehr gerne hin möchte, also in Richtung Pro, sondern in Richtung Home nur. Was auch mit den Funktionen zusammenhängt, die das vorherige Betriebssystem hatte. Ja, so habe ich also zuerst versucht, die Update-Funktion zu nutzen, und gestern habe ich dann die Vollversion bei mir installiert. Ein Bestreben in all den Jahren war bisher, dass ich versucht habe, mein funktionsfähiges System, das ich da so mühsam und in viele Jahre Arbeit reingesteckt habe, das um jeden Preis zu halten. So habe ich also versucht, meine SSD-Karte mit dem System zu halten. So habe ich versucht, jetzt auch die Migration auf den neuen PC, das Windows auch auf den neuen PC zu bringen, also nicht nur im alten, und das ist auch gelungen. Aber gestern habe ich also ein Backup gemacht, ein System-Backup von meinem alten System, und hatte dann die leise Hoffnung, dass ich vielleicht auf dem neuen System dieses alte System-Backup irgendwie zum Laufen bekomme. Das war leider ein Irrtum. Und während ich das machte, hatte ich so, ja, den Eindruck, das Gefühl, dass es ganz gut wäre, vielleicht das System mal zu entmisten und mal aufzuräumen, wieder vielleicht eine neue Installation von Anfang an zu machen, weil man ja auch mit den Jahren irgendwie immer unsicherer wird und immer mehr in Routine erstarrt. Und deshalb war dann auch der Wunsch bei mir, dass ich da vielleicht versuchen würde, ein neues System aufzusetzen.
Ja, dann hatte ich also wurde erfolgreich installiert und aktiviert auf die Version 19.9. Also Windows Pro habe ich jetzt auch auf dem Rechner, aber das alte System, das liebe, gute alte System, ist leider fort. Ich konnte das nicht aktivieren. Vielleicht bin ich wieder zu dumm dafür oder ich habe dann nicht die nötigen Informationen, aber nach den Informationen, die mir vorlagen, ging das nicht. Ja, was tun? Also habe ich dann nicht lange rumgeheult, sondern erstmal versucht gleich zu starten, erstmal die beiden Browser, meine Standardbrowser wieder zu installieren. Und dann habe ich mein Thunderbird, mein E-Mail-Programm auch wieder aktiviert. Sogar zwei E-Mail-Kontakte hergestellt, die ich meistens benutze. Und siehe da, es ging noch. Also die Nummern waren noch da und die Sicherheit kam dann auch wieder zurück. Wenn man das so lange nicht mehr gemacht hat, so 10, 15 Jahre quasi kein System mehr aufgestellt hat, dann wird man immer unsicherer, dann weiß man gar nicht mehr, wie das geht, wie das mal gegangen ist und so. Und das hat mir gestern gut getan, dass ich dann jetzt mal wieder alles neu musste einrichten und dann hat es auch geklappt und so konnte man das ausprobieren. Das war also auch belebend. Also ein belebender Akt. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter väterlicherseits, die räumte in der Wohnung immer so um, also alle paar Jahre hat immer den Schrank von der Seite auf den Seite geschoben und so. Also sie hat die Wohnung, hat die Möbel verrückt. Früher hatte man so richtig schwere Holzmöbel und dann hat die den Kleiderschrank von Seite A nach Seite B verschoben. Und ja, dann sah das ein bisschen neu aus und so ähnlich geht mir das jetzt hier auch. Also dass ich das alte System versuche jetzt wieder herzustellen und quasi da so einen Neuanfang gemacht habe. Um mich auch daran zu üben, wie das wieder geht und so, um das wieder präsent zu halten, weil das so schon so lange her ist und so man immer unsicherer wird, man sich ja gar nicht mehr zutraut und ja, das habe ich also gestern gemacht und damit habe ich gestern angefangen, muss man sagen, weil jetzt heißt das, dass wieder meine Tonqualität im Eimer ist, die muss ich jetzt wieder neu einstellen, wie es war, das habe ich gestern noch nicht hinbekommen. Kamera läuft so einigermaßen, die Webkamera, ja, dann habe ich Adrenalin, das Serverpaket für die Grafikkarte installiert, aber auch noch nicht eingerichtet. Dann habe ich BlueStacks eingerichtet. Und was soll ich sagen, das BlueStacks, das hat ja eigentlich den Anstoß gegeben. BlueStacks 4, das hat den Anstoß gegeben, weil das immer rummoserte. Ich hätte keine Visualisierung und so. Es könnte die nicht finden. Ich sollte die einschalten. Und jetzt dachte ich, die wäre eingeschaltet, aber irgendwie ist sie immer noch nicht eingeschaltet. Jedenfalls mosert das Programm noch herum. Warum genau, weiß ich nicht. Zweiter Punkt, ja. Alte BlueStacks habe ich eingerichtet. Dann habe ich ein Problem gehabt mit Steam. Ich hatte bei Steam einen Account, den wollte ich dann aktivieren. Jetzt sagte mir gestern, ja, er kennt mich nicht. Er kennt meinen Account nicht und die wäre ihm unbekannt. Wahrscheinlich haben sie meinen Account auf meinem Rechner gespeichert. Und deswegen konnte er den nicht finden auf der alten Version. Zwar war dann auf der Festplatte, aber war ein neues Betriebssystem und das führt dazu, dass natürlich alles formatiert wird und alles verloren gegangen ist.
Also da brauchte ich fast eine halbe Stunde oder eine Stunde, bis ich da mit Steam mit zig verschiedenen Anmeldungen, ich habe dann schnell eine neue Anmeldung genommen, dann wollte ich mit der neuen das aktivieren, das ging auch nicht. Und so, dann haben sie erkannt, ja, dass meine Software quasi zu einem anderen Account gehörte. Und dann haben sie irgendwann verstanden, ah, da ist es, da ist das Betriebssystem gewechselt und so. Und ja, hurra, dann konnte ich dann quasi auch meinen alten Steam wiederherstellen. Und dann habe ich gestern gleich noch eine Runde gedreht. Was war das, von Stuttgart nach Frankfurt, glaube ich. Und ja, gecrasht natürlich. Aber ich hatte ein gutes Fahrzeug gestern. So eins mit richtigen Spiegeln auf der richtigen Seite. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber jedenfalls lag mein LKW gestern auf der Straße, quer. Also der lag nicht auf den Rädern, sondern auf der Seite. Ja, wie das gekommen ist, ja. Ich bekam in dem Programm die Aufforderung, ich sollte doch mal ein Foto machen während der Fahrt. Und dann war ich auf der Autobahn, da war eine Position, die war schön. Da musste ich mit einer Hand quasi auf F12 auf meiner Tastatur. Die Tastatur ist weit weg von dem Lenkrad. Und dann habe ich mich darüber gebeugt und so. Und eine Unaufmerksamkeit und dann lag ich da. Das war's dann. 12.000 Euro Schulden habe ich jetzt. Und keine Auslösung bekommen. Die kann ich jetzt also abarbeiten. Ja, weiter. Ja, dann habe ich gestern noch DaVinci installiert, das neue DaVinci 16. Ich hatte ja vorher immer 15. Ich habe jetzt mit der 15 Version und jetzt habe ich die 16er. Ja, die kenne ich mehr, aber macht vielleicht einiges anders. So wie Office ungefähr. Ach, das ist das Thema. Office habe ich jetzt auch bestellt, Office 19. Ich habe noch Office 2010. Und das uralte, das war eine Studentenversion. Und jetzt bekomme ich für 13 Euro ein neues 19er Office. Also ist mir angekündigt, ist noch nicht hier. Soll Dienstag kommen. Ja, also diesmal kommt der Key wohl per Post, glaube ich. Nicht per E-Mail. Ja. Und der soll dann auch eine Anleitung dabei sein, wie das geht. Weil ich dachte, ja, jetzt habe ich einen neuen Rechner, ein neues Betriebssystem drauf, braucht man auch ein neues Office. Und für 13 Euro ist es nicht die Welt. Und 18 Euro jetzt für das Betriebssystem ist auch nicht die Welt. Ja. Also BlueStack habe ich installiert, Audacity habe ich auch installiert, dann haben wir einen Xmedia Record, dann Steam, da auch meine Programme wieder heruntergeladen. Das TV-Programm, mein TV-Browser, den habe ich auch wieder installiert. Das dauert auch wieder eine halbe, dreiviertel Stunde, die ganzen Programme daraus zu finden und dann richtig einzuordnen, in der Reihenfolge zu bringen. Das dauerte dann auch wieder. Das habe ich auch noch gemacht und so weiter. Jedenfalls war ich gestern 12 Stunden quasi vor dem PC und habe nichts anderes getan, als da versucht, wieder das alte System herzustellen. Und dabei sage ich ja mal Tschüss Leute,
die mir die Trojaner aufgespielt haben, die sind jetzt erstmal alle weg. Bin ich auch losgeworden, wenn denn welche da waren. Ich weiß das ja nicht so genau, ob man da so welche drauf hat. Die sind jetzt erstmal weg. Ja, das neue Betriebssystem scheint mir macht genau das, was das alte auch macht. Da sehe ich jetzt keine Vorteile. Ich sollte Hyper-V haben. Ich habe keinen Hyper-V, warum nicht, weiß ich nicht. Ja, und meine Videoarbeit, die ist natürlich jetzt erstmal beeinträchtigt. Der Ton funktioniert nicht. Und ja, mit dem neuen DaVinci habe ich jetzt auch noch nicht gearbeitet. Mit dem 16er könnte sein, dass es jetzt hier mit den Videos die nächsten Tage erstmal knapper wird. Dann habe ich gestern da wieder Movie Maker versucht zu installieren. Da muss ich mich erstmal dann durch so einen Haufen Kletten dann durchkämpfen, die einem dann versuchen, da ihre Programmversion da aufzuschwatzen. Das war schon bei Audacity war das auch schon der Fall. Die wollten mir dann ihre Programme aufspielen und nicht die ich haben wollte. Ich war zwar aufmerksam, konnte das meistens verhindern, aber in einem Fall ist es mir nicht gelungen. Hat sich wieder einer reingeschlichen auf meinem Programm, ein Spy-Programm. Ein Spy-Warner war das, glaube ich, ja. Und das auf dem Rechner und den bekam ich auch gar nicht deinstalliert. Ja, also das war gestern ein Tag der großen Umstellung und die nächsten Tage werden auch weiter mit der Umstellung zu tun haben. Ich werde jetzt die nächsten Tage weiter versuchen, das System wieder zu optimieren, so wie das vorher auch war. Fehlende Programme noch zu installieren. So kleine Programme vor allen Dingen. Zum Beispiel OBS habe ich auch, aber müsste ich jetzt wieder runterladen. Dann die alten Adobe Premiere Elements habe ich 19 und Vegas, die müsste ich auch wieder hochladen. Aber die ganzen Updates dazu sind auch alle verloren gegangen. Ja, und dann muss ich vielleicht noch vieles herstellen, von dem ich jetzt gar nicht weiß, dass es verloren gegangen ist. Also viele E-Mail-Kontakte natürlich, aber ich brauche doch nicht die E-Mail-Kontakte der letzten 10 Jahre oder die muss ich ja nicht alle aufbewahren. Ja, also ein neues System. Ja, geplant war das jetzt so nicht. Also geplant war, mal den Umstieg zu machen auf Windows 10 Pro. Das war geplant, da hatte ich ja die CD gekauft. Da war der Wunsch schon da, Windows Pro zu installieren. Der Rest, der kam dann so dabei nebenher. Ja, und das war gestern ein großer Arbeitsaufwand, das alles wieder zu installieren und ich bin da lange nicht fertig. Und teilweise sind es auch Riesenprogramme jetzt da auch. Vegas und so, Adobe Premiere Elements sind auch fast 2 Gigabyte, glaube ich. Dann braucht er wieder einen Haufen Updates und so, Aktualisierungen.
Ja, denn von einigen Videos fällt mir gerade ein, habe ich ja so einen schönen Vorspann gemacht und so, das ist auch alles weg. Das heißt, die ganzen Videovorarbeiten sind weg, die ganzen Musikdateien sind weg. Also da muss erstmal wieder alles aufgefrischt werden und dann vielleicht auch von Anfang an gleich neu geordnet. Weil man jetzt weiß man ja, wonach man sucht und dass man dann das gleich richtig einordnet. Dass also das neue System gleich auch wieder besser wird. Ja, also das heißt, hier kommt keine Langeweile auf. Hier gibt es wieder Arbeit, jede Menge zu tun. Ja, zweiter Punkt, Gesundheit. Gehen heute nach dem Aufstehen sind die Beine immer sehr schwer. Ich habe dann Mühe überhaupt, mich zu bewegen. Und dann mit der Zeit dahin geht das so im Laufe des Tages. Also morgen bin ich total steif und dann lässt die Steifigkeit sozusagen nach. Durch die Aktivität. Und ja, Thema Nummer 3, Smoothie, habe ich schon gemacht heute, aber nicht aufgenommen. Gestern hatte ich ja vom Funkkolleg, da ist schon nochmal runtergeladen, aber ich habe gestern den Rest auch nicht mehr gehört. Es ging da um Würmer, an Laborwürmern, an denen man dann, an denen die Ernährungswissenschaft bestimmte Stoffe testen kann und dann wie das quasi auf das biologische System Wurm dann reagiert. So kann man dann da verschiedene Stoffe ausprobieren. Ja, wie empfindlich die sind, weiß ich so nicht genau. Ja, ich muss jetzt nochmal hören. Kommt jetzt auch. Vielleicht heute Morgen, übermorgen mal sehen, wenn ich wieder Luft habe hier. Ja, dritter Punkt, Ernährung hat verrennt. Vierter Punkt, Lektüre, ja. Lektüre habe ich gestern so das gelesen, was man so lesen muss. So Anleitungen, Instruktionen und so weiter. Aber nichts Geistreiches, nichts in meinem Buch, das ich momentan lese. Da bin ich immer noch tätig auf der Stelle. Ja, nächster Punkt, Medien, ja. Kann man auch knicken. Fand gestern nicht statt, keine Nachrichten, kein Fernsehen, kein Netflix, nur PC. Ja, also das war gestern ein besonderer Tag. Ein Tag, der sich von der Routine, vom digitalen Routinealltag unterscheidet, aber keine Zäsur und der eigentlich nichts Neues bringt, sondern nur da war das Alte jetzt quasi ja in neuer Installation. Das Alte muss also wieder erneut hergestellt werden, wobei man dann auch keine neuen Funktionen hat. Also ich soll jetzt eine Sandbox haben, ich soll jetzt irgendwie verschlüsseln können, die Laufwerke oder die Dateien, ich soll Hyper-V haben, aber ich sehe von all dem nichts. Aber ist egal, kommt vielleicht noch.
Also der Schrank steht jetzt an einer anderen Stelle. Und der muss jetzt erstmal da verschoben werden und so. Und das ist ein gehöriger Aufwand. Und dabei wird natürlich auch der Deck hinter dem Schrank und so, der muss erstmal beseitigt werden. Und da alles was fehlt und so, die fehlenden Dateien ergänzt werden. Auch einige E-Mail-Konten sind noch einzurichten. Und fehlende Dateien sind zu holen. Und alte Programme noch wieder neu zu installieren. Bis dann alles so schön ist, wie man das mal hatte. Das wird aber noch ein paar Wochen dauern, denke ich. Naja, man hat es ja auch nicht mehr so eilig im Alter. Man hat Zeit. Man sollte sich auch die Zeit nehmen, damit man dann nicht so, ja, so durch den Wind hängt, wie ich hier manchmal. Weil mich das dann doch zu sehr mitnimmt. So viel Neues auf einmal, so viel Umstellung. Und dann wieder ein Fehlversuch mit dem Wiederinstallieren. Ob ich dann nochmal einen zweiten Versuch mache, ob ich mal mit dem Gerät jetzt versuche,